Das Budget für Digitalisierung wurde von 377 Millionen auf 3,3 Millionen für nächstes Jahr reduziert. Das sind mehr als 99% weniger. Hat Deutschland also jetzt offiziell aufgegeben, ein digitales Land sein zu wollen? Ich erinnere mich noch an Wahlkampfgelaber der FDP mit Digital First, Bedenken Second. Ich hatte damals zwar schon meine Bedenken, aber die Frage ist jetzt also, lassen wir den Kack einfach? Braucht ja eh niemand, oder? Naja, nach der Recherche für dieses Video kann ich sogar verstehen, warum das Budget derart gekürzt wurde. Und was das für meine digitale Persönlichkeit bedeutet, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Wie ihr im Laufe des Videos allerdings merken werdet, kommt es immer mehr nicht nur darauf an, dass ihr digital macht, sondern auch, dass ihr digital denken könnt, dass ihr es versteht. Und an der Stelle möchte ich euch die Fachhochschule der Wirtschaft als meinen Partner wärmstens empfehlen. Wir haben jetzt schon einige Jahre diese Partnerschaft und sie bringen die Informatiker hervor, die Unternehmen sinnvoll digitalisieren. Datengetriebene Entscheidungen zum Beispiel, nicht einfach nur ein Label draufklatschen wollen, aber zum Beispiel auch wirklich innovative Entscheidungen zu treffen, die Technologie als sinnvolles Mittel nutzen. Das erfahrt ihr alles dort beim Studium. Aktuell läuft bei Ihnen die Last Call-Kampagne, mit der ihr, falls ihr zum Beispiel unzufrieden oder noch unentschlossen seid, sogar noch dieses Jahr im Oktober das Informatikstudium starten könnt. Denn einige Plätze sind noch frei. Informiert euch deswegen direkt mit dem Link unten in der Beschreibung. Es gibt auch nach wie vor noch einige Vor-Ort-Events, aber natürlich auch Online-Events, falls ihr euch das Ganze erstmal mit der Distanz angucken wollt. Okay, so falsch wie sich diese Überschrift liest, so wenig Recherche muss man betreiben, um darüber einfach auszurasten. Und lasst mich jetzt mal ganz kurz aufklären, was eigentlich passiert ist. Es geht bei diesem Budget nicht um digitale Infrastruktur wie Glasfaserausbau, auch wenn der gefühlt irgendwie noch nie einen Cent Budget hatte. Es geht ausschließlich um digitale Dienstleistungen des Staates. Allerdings, 377 Millionen hört sich nach sehr viel Geld an, 3,3 Millionen nicht so sehr. Und leider sind diese digitalen Dienstleistungen des Staates ziemlich essentiell für alle, die irgendwas Digitales machen wollen. Noch mehr sogar, die Ämter sind eigentlich rechtlich verpflichtet, alle Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Das bedeutet, dass alle in diesem Land, Privat- und Unternehmen, alle Verwaltungsangelegenheiten online erledigen können sollten. Bis Ende 2022. Moment mal, welches Jahr haben wir? Oh. Also, technisch gesehen sind wir ohnehin schon illegal unterwegs. Denn wie man an diesem wunderschönen Dashboard hier erkennen kann, sind wir noch lange nicht mit allen Dienstleistungen fertig. Der Bund stellt aktuell 128 Dienstleistungen digital zur Verfügung. Die Länder kommen dann mit ihren eigenen Dienstleistungen nochmal oben drauf. Die Länder nutzen die vom Bund zur Verfügung gestellten und natürlich stellen eigene Dienstleistungen zur Verfügung. Digital. Ich finde das sehr abstrakt, deswegen hier einige Beispiele. Du möchtest ein Haus bauen. Ein kleiner Spaß, niemand kann sich mehr ein Haus leisten. Du willst also Bürgergeld beantragen, weil dein Chef dich von einer KI ersetzen lässt. Nun, dann musst du davor einen Haufen Formulare ausfüllen. Da dieser Papierkrieg natürlich sehr viel Zeit und Papier erfordert und du keine Ahnung davon hast, musst du einen Termin bei deiner Behörde machen. Im besten Fall bekommst du einen Termin, im schlechtesten Fall gehst du hin und ziehst eine Nummer. Ich habe sogar schon arme Menschen gesehen, die fürs gelbe Säcke abholen eine Nummer ziehen müssen. Dann wartest du. Im besten Fall Minuten, im Durchschnitt eher Stunden, im schlechtesten Fall Tage. Das kommt ein bisschen drauf an, zu welchem Amt du willst und was du machen möchtest. Ist es das Amt für Migration, dann hast du Probleme. Denn die sind so sehr überlaufen, dass du auf deinen Termin durchaus auch mal Monate warten musst. Und explizit jetzt mal kein Scherz, so lange, dass teilweise sogar dein Visum ablaufen kann, weswegen du jetzt unkomplizierter an ein Übergangsvisum kommst, damit du auf deinen Termin warten kannst. Naja, aber zum Glück willst du ja nur Bürgergeld. Das dauert also zu lange, deswegen meldest du dich gleich direkt selbstständig. Du kannst das ja eh besser als dein Chef. Also gehst du da jetzt hin und bekommst jemanden, der dir bei deinem Anliegen hilft. Um dieses traumatische Erlebnis für alle erträglicher zu machen, wurde das OZG beschlossen, das Online-Zugangsgesetz. Dienstleistungen müssen digital bearbeitet werden können.
Für dich heißt das ganz konkret, der Antrag wird jetzt nicht mehr in einem Termin mit Papier verarbeitet, sondern du bekommst eine PDF, die du ausfüllen kannst. Sprich, die Anmeldung fürs Gewerbe bearbeitest du am Rechner und schickst es dann über ein Online-Portal ans Amt, wo er dann ausgedruckt und abgeheftet wird. Denn so geht digital. Moment mal. Und für die restlichen Dienstleistungen des Staates standen dieses Jahr 377 Millionen Euro zur Verfügung. Für nächstes Jahr sind es jetzt noch 3,3 Millionen Euro. Und nein, wir sind nicht allmählich fertig mit den Dienstleistungen und sparen deswegen. Es fehlen noch einige. Eigentlich, ehrlich gesagt, ist noch kein Projekt so richtig fertig. Das Problem, viele Anträge sind nicht digital möglich. Das hatten wir ja schon letztes Video besprochen. Die rechtliche Bindung. Also, dass ein Antrag überhaupt gültig ist, weil unfälschbar, das genießt aktuell eigentlich nur ein unterschriebenes Blatt Papier und ein Fax. Mehr nicht wirklich. Deswegen gibt es eigentlich ein wichtiges Projekt, das als Schlüssel für alle anderen gilt. Die E-ID, die elektronische ID. Ich habe jetzt schon mit einigen Beamten gesprochen, die sich um Anträge kümmern und mit noch deutlich mehr geschrieben. Danke euch an der Stelle für euren ganzen Einsatz immer. Ich bin irgendwie zum Kontaktpunkt geworden für sehr viele solche Anfragen und das finde ich persönlich super, super toll. Zurück zum Thema. Von denen haben jetzt die wenigsten Lust auf Fax oder Ausdrucken von eigentlich digitalen Anträgen. Das Problem ist, sie müssen. Es gibt eine rechtliche Verpflichtung für den gesamten Rotz, der da passiert. Und genau hier sollte ursprünglich mal die E-ID greifen. Wie ich schon letztes Mal sagte, können Unterschriften, wenn sie digital erledigt werden, eben nicht mehr so leicht gefälscht werden, wie einfach nur Foto einfügen, fertig. Und ja, ich weiß, man könnte jetzt einen Graphologen holen und das untersuchen lassen, aber das passiert wahrscheinlich in einem von einer Milliarde Fällen, würde ich mal behaupten. Aber an der Stelle danke für euer mega Interesse an diesem Thema. Ihr seid echt die Geilsten. Gerade bei so technischen Sachen bin ich immer ein bisschen zögerlich, wie tief ich da überhaupt einsteigen darf, ohne dass ihr mir abschaltet. Deswegen hier vielleicht ganz kurz, wie das geht mit diesen digitalen Unterschriften, nämlich mit asymmetrischer Kryptographie. Ich besitze einen privaten Schlüssel, den kennt einfach niemand. Damit kann ich Unterschriften erstellen. Dieser private Schlüssel hat aber auch einen Partner, den öffentlichen Schlüssel. Den kennt jeder, der ist beim Amt hinterlegt, den habt ihr, den hat jedes Unternehmen, den kann jeder haben, der möchte. Wenn ich jetzt eine Unterschrift anfertige, kann man die damit überprüfen. Kryptografisch ist es nur in mehreren Tausenden bzw. eigentlich sogar Millionen Jahren möglich, so eine Unterschrift zu fälschen. Mit dem stärksten Rechner, den wir derzeit haben. Überprüfen geht allerdings in Sekunden und vom öffentlichen Schlüssel kann man den privaten nicht errechnen. Wenn ihr mehr Infos zu dem Ganzen haben wollt, ich habe über 100 Videos zur theoretischen Kryptographie auf meinem anderen Kanal. Ich mag das Thema wirklich. Da kommt aber dann noch ein bisschen mehr Magie hinzu. Und zwar zum Beispiel, ich kann mein Alter beweisen, ohne dass der Staat davon weiß und ohne irgendwas anderes angeben zu müssen. Und das alles soll dafür sorgen, dass wir uns eben online ausweisen können, aber nicht müssen. Denn manche nicht so digital affine Menschen muss man eben auch anders betreuen können. Sprich Anträge ausfüllen, inklusive sicherer Unterschrift, aber eben auch SIM-Karten kaufen oder ein Bankkonto eröffnen, soll eigentlich online möglich sein. Denn gerade letzteres ist heute, sagen wir, ein bisschen zweifelhaft gelöst. Häufig kriegt man dafür einen Videoanruf, bei dem ihr euren Ausweis und euer Video zeigen müsst in eine Kamera. Das ist unangenehm, vor allem wenn man bedenkt, dass wir aktuell ein Riesenproblem mit Deepfakes haben, die genau die relevanten Merkmale eures Gesichts auf ein anderes Video übertragen können. Und ja, es ist noch sehr schwer, sowas live zu machen, sodass man es nicht sieht. Die Betonung liegt allerdings auf noch. Und gerade bei diesem wichtigen Projekt, der E-ID, wird jetzt gespart, obwohl es als eine Schlüsseltechnologie für alle anderen Online-Dienstleistungen gilt. Aus gutem Grund, denn hier fängt der Spagat an. Wenn wir uns doch sowieso online ausweisen können, dann wäre es doch super, wenn ich als YouTuber das auch bei YouTube kann. Denn ich muss ja ohnehin alles angeben, um Zahlungen von YouTube empfangen zu können. Aber dann könnten wir das doch auch so machen, um zum Beispiel ab 18 Content auf YouTube gucken zu können. Oh, oder für Platz 11 und 12 der meistbesuchtesten Websites. Na, der hatte gerade den Ton auf laut und hat eine kurze Panikattacke bekommen.
Naja, auf jeden Fall hätten wir, glaube ich, alle keine Lust auf eine Ausweispflicht für so viele Websites. Und trotzdem ist genau das immer wieder ein Thema. Registriert auf Gay-Tinder zum Beispiel, tja, dann muss ich sie leider exekutieren, wenn sie in dieses Land einreisen wollen. Das große Problem ist also nicht, die Software zu entwickeln, sondern sie so zu entwickeln, dass am Ende keine Kacke-Lawine durch Firmen oder Hacker anrollt, die an den sweeten Datensatz von ganz Deutschland will. Inoffiziell habe ich eine Person sagen gehört, es ist fast unmöglich in Deutschland Digitalisierung zu machen, ohne den Datenschutz zu brechen. Und ich kann das bestätigen. Klar, als Unternehmen kann man einfach alles in die Datenschutzerklärung packen, aber mit Sitz in Deutschland besteht immer die Gefahr, dass plötzlich Google-Schriftarten als Datenleck und illegal zählen, weil sie IP-Adressen übermitteln. Für den Staat wäre sowas ein PR-Desaster und, naja, wie sage ich euch das jetzt? Es drohen halt keinerlei Sanktionen, wenn man das OZG nicht einhält. Also eigentlich sind die Ämter verpflichtet, alles digital zu machen, seit mehr als 8 Monaten, aber praktisch passiert überhaupt nichts, wenn sie es tun. Und warum sollte man das Risiko eines Shitstorms eingehen, wenn man nicht muss? Ich kann es schon verstehen. Wir haben uns also in eine Sackgasse ziemlich elegant reinmanövriert. Wir brauchen Digitalisierung, um mit dem wachsenden Andrang von allem umgehen zu können. Anträge für Windräder brauchen Jahre, Patientendaten sind nicht verfügbar, obwohl sie für die Behandlung wichtig wären. Um meine Förderung für die Academy zu beantragen, habe ich einen Dienstleister gebraucht, weil es so kompliziert wurde und so viel Zeit gefressen hat. Und eine eSIM kann ich zwar online bestellen, aber ich muss trotzdem zur Post laufen, um sie zu aktivieren. Weil ich muss mich ja dafür ausweisen. Genau für diese Anwendungsfälle gibt es eigentlich passende Projekte vom Bund, teils sogar erfolgreich abgeschlossen. Allerdings werden aktuell alle Wenns und Abers, die wir in Deutschlands Bürokratie haben, mit Ach und Krach ins Digitale 1:1 übersetzt. Das Ergebnis ist, dass man immer was zu meckern findet oder etwas findet, das nicht funktioniert. Dass Kommunen und Länder teils einfach ihre eigenen Lösungen fahren, weil wollen sie halt. Vor allem, wenn ich hier nochmal kurz die FDP zitieren darf, sehen wir, dass überhaupt nicht digital first gedacht wird. Es wird digital als Selbstzweck gedacht. Wir machen digital, weil es einfach cool ist. Wir schütten Geld auf KI, weil, naja, ich verstehe es auch nicht. Erklärt's mir bitte. Eine KI, die Amtstexte in leichte Sprache übersetzt. Anstatt zu hinterfragen, ob es überhaupt in Amtssprache formuliert sein muss und wenn es denn wirklich in Amtssprache formuliert sein muss, dann lässt es sich vermutlich auch nicht in leichter Sprache vollständig abbilden. Also ist das gesamte Projekt Quatsch und macht gar keinen Sinn. Und außerdem kann ChatGPT das durchaus auch. Da brauche ich dann also eigentlich gar nichts mehr selber entwickeln und kann mir die ganze Zeit und Energie sparen. Die richtige Lösung wäre doch hierfür ein Online-Fragebogen, der sinnvoll das abfragt, was man braucht, auf eine leichte Art und Weise und alles, was geht, weglässt. Muss ich denn eigentlich meinen Namen eingeben? Nein, ich habe doch eine EID, die weiß den Namen. Das schließt schon mal 90% der Daten ein, die da stehen. Alle anderen Daten sollten von einer Datenbank einfach geholt werden und eingefügt werden. Aber das Wichtigste bitte so, dass der User nichts davon merkt. Ich mache ein Beispiel von meiner persönlichen Gewerbeanmeldung. Möchte ich also ein Gewerbe anmelden, muss ich mich selbst informieren, was ein freier Beruf ist, welche Ausnahmen es gibt und so weiter. Ich möchte das aber nicht, wenn wir wirklich so weit sind, dass KI für Deutschland in Frage kommt. Ich möchte, dass das so funktioniert. Ich lese meinen Ausweis in einem Gerät ein und es sollte losgehen. Ich möchte mich selbstständig machen. Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit. Ich erstelle YouTube-Videos, bin freiberuflicher Dozent und Auftragshacker. Viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit. Ihre Steuernummer ist 1337424413337. Natürlich war das jetzt verkürzt dargestellt, aber auch wenn wir keine KI einsetzen, alles was ich bekomme aktuell, ist in Stuttgart zum Beispiel diese PDF. Die Informationen, die ich da eintragen muss, sind entweder zu meiner Identifikation, sprich abgedeckt durch eine EID, schlecht formuliert oder komplett nicht relevant für mich. Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter, nur bei Personengesellschaften. So, hier muss ich erstmal googeln, was das überhaupt ist. Ich will ja eigentlich nur selbst was machen. Ah, das ist gar nicht relevant für mich. Cool, warum gibt es dann dieses Feld? Art des angemeldeten Betriebs, Industrie, Handwerk, Handel, Sonstiges. Tja, als YouTuber verkaufe ich Merch.
Ist das Handel oder sonstiges? Das könnte aber auch automatisch hergeleitet werden von meiner Tätigkeitsbeschreibung. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, diese Dienstleistung gilt als digitalisiert, weil ich ja eine PDF ausfülle und sie online abgeben kann in einem Portal. Und dann wird sie trotzdem noch von einem Menschen bearbeitet. So, das Problem ist also hier meiner Meinung nach null und gar nicht, dass Deutschland seine Dienstleistungen nicht digital anbietet, sondern dass sie einfach eine vorhandene, unpraktische und absolut umständliche Bürokratie nehmen und sie halt einfach online packen. Man versucht nicht zu verbessern, man versucht nicht alles, was automatisch gemacht werden kann, automatisch zu machen, sondern man nimmt einen bestehenden, langwierigen Prozess und klatscht einfach online obendrauf. Und das funktioniert nicht und bringt überhaupt nichts. Und dafür sind dieses Jahr 377 Millionen Euro draufgegangen. Ihr seht, diese Summe ist sogar erstmal sehr groß, wenn man sich das Ergebnis ansieht. Selbst für 3,3 Millionen Euro findet man ein Team, das solche Sachen eigentlich digitalisieren würde. Aber wenn eben jedes Dorf seine eigene Form des Formulars digital hochlädt auf einer eigenen Seite mit eigener Infrastruktur, dann ist das dann halt doch relativ teuer. Man bräuchte auch hier eine Vereinheitlichung und Komplexitätsreduktion, wie man so schön sagen würde. Aber es sind eben doch keine 377 Millionen, die man dafür bräuchte. Und naja, deswegen ist das Budget für nächstes Jahr auch eigentlich nicht wirklich massiv kleiner als für dieses Jahr. Im Grunde sind nämlich aus den Vorjahren noch etwa 300 Millionen Euro übrig, die einfach nicht angerührt wurden. Und das bringt mich zu einer erstaunlichen Erkenntnis. Deutschland hat nicht nur keinen Bock auf Digitalisierung, man führt Digitalisierung aktuell einfach nur als Selbstzweck durch, um als digital zu gelten. Für die Statistik quasi. Das Einzige, was wegautomatisiert wird bei diesem ganzen Ding, was wir da machen, ist der Bedarf, zum Amt zu gehen. Und das ist zwar natürlich ganz angenehm, wenn man keine Jahre mehr auf einen Termin warten muss, vor Ort, aber irgendwie muss man dann halt trotzdem ein paar Jahre auf die Bearbeitung warten. Denn im Hintergrund sind immer noch Menschen dran, die teilweise stumpfsinnige Arbeit erledigen müssen, abarbeiten müssen. Und die Formulare sind immer noch genauso schwer zu verstehen, genauso fehleranfällig dadurch, genauso undurchsichtig und werden genauso offline abgeheftet, wie wir das noch vor zig Jahren gemacht haben. Die relevanten Daten müssen immer noch extra nachgeschaut werden. Und es wird nichts wegabstrahiert, was man nicht braucht. Und dann brauchen wir eigentlich auch keine Digitalisierung. Dann können wir es auch einfach sein lassen. Nehmen wir an, das Projekt Deutschland Digital wäre komplett abgeschlossen. Auch dann hätte dieses Land noch das Benutzerinterface einer Bürokratiehölle, die euch mit Walls of Text zuklatscht, die niemand lesen will und niemand versteht und die auch überhaupt nicht relevant sind. Und noch immer arbeiten im Hintergrund Menschen an Aufgaben, die sie weder fordern noch fördern. Und die, die wirkliche Betreuung bräuchten von einem Menschen, müssen aufgrund von hausgemachten Fachkräftemangel noch immer in wenigen Minuten abgefrühstückt werden. Ja, für so ein Projekt würde ich wahrscheinlich auch keine Millionen locker machen jedes Jahr. Denn das ist einfach nur furchtbar traurig. Was bedeutet das jetzt also für mich? Nun, ich schätze, einer muss wohl für dieses Verständnis von Digitalisierung sorgen und dabei helfe ich gerne und ihr könnt das auch, beispielsweise durch Schauen oder auch durch das Teilen solcher Videos. Ich danke euch.